Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute wieder mal mit einem wunderschönen Tutorial für euch. Was ihr alle schön mitmachen könnt, und zwar Feuer auf weißem Hintergrund. Genau, das habe ich nämlich öfters die Frage gestellt bekommen über verschiedene Portale wie Facebook und Instagram. Wie macht man das? Wie funktioniert das eigentlich mit weißem Hintergrund? Man sieht das immer nur auf schwarzem, und ich habe es euch einfach mal gemacht, so wie ich das so mache. Und ich zeige euch mal ein Bild, wo die Reise hingeht. Und das Problem hier war bei den Fotos irgendwie, dass es entweder zu krass überleuchtet war, dass die Farben auch zu krass war, weil die Handys, die machen das ja heutzutage mal alles automatisch. Oder nochmal das Bild, was zu dunkel war. Also ich habe es irgendwie nicht ganz gescheit fotografiert bekommen, aber ich denke, ihr bekommt trotzdem mal einen schönen Einblick, wie das Ganze dann auch auf weiß funktioniert. Ich habe es euch jetzt hier gerade mal griffbereit. Vielleicht sieht man es hier jetzt noch besser. Ich weiß es nicht, wegen dem Licht und allem. Aber ich finde, das sieht doch schon mal richtig nice aus. Aufpassen, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Hallöchen, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Tauchen wir gleich ein und gehen alle Farben durch, die ihr zum gemeinschaftlichen Malen mit mir braucht. Ich habe hier eine ganz normale Leinwand. Nass und zu allem bereit. Ja, auf jeden Fall. Habe ich die Frage einfach öfters bekommen, und ich habe mir gedacht, so komm, scheiß drauf, ich mache das einfach mal. Ich habe es auch noch nie auf weiß gemacht. Das sind immer die besten Grundvoraussetzungen, um sowas zu zeigen. Aber ist auch witzigerweise so gewesen, dass ich das jetzt natürlich, dass wir anders anfangen wie bei den anderen zwei Tutorials, die ich ja schon gemacht habe. Ich habe ja einmal hier das schwarze Anfänger-Flammen-Tutorial gemacht und das Experten. Und das ist natürlich schon mal deutlich einfacher, finde ich, auf weißem. Und hier haben wir natürlich eine etwas abgewandeltere Herangehensweise. Das erkläre ich aber dann noch weiter im Video nachher. Aber das ist mir... Ich habe da noch ein bisschen was rumexperimentiert, bis Minute 20, je nachdem wie lange der Opener geht, kann auch 25 oder 30 sein. Und dann breche ich das tatsächlich ab. Sehr schön, das tut gut. Und fange nochmal von vorne an, in dem Sinne, ich cover das einfach nochmal ab, das seht ihr dann. Weil das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Hat nicht den Effekt gegeben, wie ich mir das gedacht habe. Und es hat halt einfach nicht so funktioniert. Und dann habe ich das einfach geswitcht und habe dann so weitergemacht, wie wir es bei den anderen zwei Tutorials auch schon gemacht haben. Und ihr seht ja, das Ergebnis ist eigentlich schon ziemlich cool. Also ich finde gerade die ganz hellen Stellen und da die Farbverläufe sind mir diesmal gut gelungen. Aber auch da, Feuer ist nicht mein Expertenbereich, da habe ich auch noch einiges zu lernen, wie ich auch schmerzlich festgestellt habe am Anfang des Videos. Und klar, ich könnte es auch rausschneiden oder komplett weglassen und euch dann einfach nur zeigen, wie geil ich das jetzt gemacht habe. Aber nein, ich zeige euch gerne, wie ich es versaut habe, und ihr dürft da gerne mit dabei sein, weil auch ich mache noch Fehler, das ist ganz normal. Und auch ich probiere immer noch rum, und das werde ich auch nach wie vor tun, und ich lasse euch da gerne teilhaben, damit ihr da mal mit daraus lernen könnt. Und das finde ich doch mal ganz cool. Und genau, das wollte ich euch eigentlich nur sagen, weil ich fand das eigentlich echt spannend, das ganze Thema, und ich werde da sicher noch mal ein bisschen was anderes raushauen, noch vielleicht ein paar Ghost Flames oder andere Farben. Wenn ihr da mal Ideen oder Wünsche habt, gerne rein in die Kommentare. Und dann schaue ich mir das gerne mal an. Und bevor wir jetzt hier noch weiter rumlabern, würde ich einfach sagen, wir flitzen ab zum Maltisch und viel Spaß beim Airbrushen. So, damit herzlich willkommen am Maltisch, und wir haben hier eine weiße Leinwand. Die ist diesmal sogar nicht grundiert, weil ich keine weiße Acrylfarbe mehr hatte. Deswegen saugt die auch ein bisschen mehr, und deswegen hat ja auch noch eine gröbere Struktur. Das ist eigentlich nicht ganz so fein und war jetzt hier auch nicht ganz so praktisch für, aber haben wir es jetzt mal so hingenommen, aber ich habe da schon gemerkt, da arbeitet es sich nicht so schön, wie wenn die schon mal einmal vorgrundiert ist, deswegen macht das immer.
Und wir haben jetzt in der Gun als allererstes das opake Kaminrot, und zwar 28302. Das habe ich jetzt extra das Deckende genommen, weil wir eben auf einem weißen Hintergrund airbrushen und nicht wie bei dem schwarzen eben das mit weiß machen und dann einfärben. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit nicht, weil der Hintergrund eben schon weiß ist. Und deswegen greifen wir hier mal zu einer deckenden Farbe. Und ich mache mir jetzt hier eine grobe Skizze. Ich habe da so ein bisschen ein Referenzfeuer, an dem ich mich ein bisschen orientiere. Und da schaue ich so ein bisschen drauf, damit ich da auch ein bisschen besseren Anhaltspunkt habe, damit das Feuer ein bisschen realistischer aussieht und nicht nur mit der, so wie man es kennt, mit der Freihandschablone gemacht wird. Und ich habe ja eingangs im Opener schon erzählt, dass ich hier jetzt ein bisschen anders vorgehe. Und zwar habe ich mir gedacht, ich probiere einfach mal aus, ob das funktioniert, wenn ich mit dem deckenden Rot, mit dem opaken und mit einem deckenden Gelb, und zwar dem Basisgelb, der 28202, wenn ich mit der zusammen das Ganze mal quasi ausmal oder halt mehrmal und quasi nicht so in Schichtarbeit, und da habe ich einfach mal experimentiert, wie gut das deckt und wie gut das hier in dem Fall funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Und ja, es hat nicht funktioniert. Wunder, es hat tatsächlich nicht funktioniert, aber ich wollte es einfach mal wissen. Es hat mir richtig unter den Fingern gejuckt. Auch mit dem Wissen, dass wenn es gar nicht hinhaut, ich mir eine neue Leinwand schnappe und es halt nochmal mache. Aber ich konnte es ja dann ganz gut retten, weil wir jetzt für das Feuer ein Rot brauchen, auf dem wir arbeiten können. Wir legen jetzt, auch wenn ihr das jetzt nicht so, wenn ihr das nachher so richtig machen wollt, müsst ihr das jetzt trotzdem so vorarbeiten mit dem Rot, mit dem Deckenden, damit wir eben eine Basis haben, auf der wir die ganze Flamme bauen können. Das ist einfach notwendig, und dann springt ihr einfach weiter in dem Tutorial zur Minute XY, ich weiß nicht, welches ist, und dann macht ihr da genauso weiter wie ich und dann verfahrt ihr da schon richtig. Aber das wollte ich euch eigentlich, ja, ich wollte es nicht wegschneiden oder so, ich fand es irgendwie blöd. Zumal ich ja hier auch jetzt den Grundschritt eigentlich mache, und der ist ja auch richtig. Und hier nehme ich halt mal die grobe Flamme. Normalerweise würde ich es jetzt wahrscheinlich noch gröber machen, aber da ich es ja versucht habe jetzt zu malen, ein bisschen mit den Grundtönen zu malen, habe ich da ein bisschen detailreicher gearbeitet. Müsste man jetzt auch nicht so zwingend machen, aber ich habe es mir einfach so gedacht. Ich probiere das jetzt einfach mal so aus. Und ja, bin froh, dass ich es eigentlich noch ganz gut retten konnte. Aber das ist, wenn man es einmal so richtig abcovert, dann kann man immer wieder von vorne anfangen. Es verliert halt so ein bisschen hier hat es jetzt noch ein bisschen mehr die Leichtigkeit, weil halt noch ein bisschen mehr vom Weiß durchscheint. Das hat es halt später nicht mehr. Da ist der Hintergrund eben durchs Abcovern dann halt einmal ist die Flamme dann komplett rot. Das hätte ich vielleicht noch einen Ticken besser machen können, indem ich dann einfach ein paar Stellen einfach noch weißer lasse, damit es so ein bisschen mehr durchscheint. Das ist natürlich der Vorteil beim Schwarz, dass wir hier mit der Weiß arbeiten, uns dann schön einfärben und dann halt da, wo wir es nicht einfärben wollen, es einfach weglassen können, beziehungsweise wir es so einfärben, dass trotzdem der schwarze Hintergrund viel durchscheint. Und hier ist es natürlich deutlich problematischer. Wie gesagt, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Und es war für mich in jeglicher Hinsicht ein echt spannendes Projekt und eins, wo ich auch nicht wusste, wie genau das Endresultat da werden wird. Und das sind doch bekanntlich die schönsten Sachen. War mal wieder eine schöne Herausforderung. Aber die habe ich gerne angenommen. Und genau, wir arbeiten jetzt. Ich habe mir, wie ihr seht, da einmal so grob die Skizze vorgelegt vorher, weil ich jetzt hier nichts vorskizziere oder so, sondern es einfach Freihand mache. Das hat sich einfach angeboten bei der Flamme sowieso. Und ja, wenn ich ehrlich bin, will ich es wahrscheinlich jetzt genauso nochmal so machen und dann eben den anderen Steps dann später quasi die Feinheiten runternehmen. Aber
Ja, Flammen sind so eine Sache. Ihr macht ja auch viele Flammen, das sehe ich ja immer. Und ich kann nur sagen, ich persönlich finde es richtig schwierig, dass es halt realistisch aussieht, dass es nicht aussieht wie ein Einheitsbrei und dass es irgendwie auch glaubwürdig aussieht. Finde ich ganz schwierig beim Feuer. Viele können das richtig gut, aber ich habe da auch noch einiges zu lernen. Also seid nicht traurig, wenn das bei euch auch nicht gleich hinhaut. Also ich struggle da auch immer wieder regelmäßig dran. Und ja, ich bin da halt sehr ehrgeizig und bastel in der Regel dann doch so viel rum, bis es mir dann doch wieder, bis es dann doch irgendwie wieder gelingt. Meistens weiß ich auch nicht wie, sondern dann klappt es halt einfach wieder. Aber ja, da dürft ihr, wie gesagt, nicht traurig sein, einfach machen. Und zweites Ding, was ich noch gar nicht im Opener, noch gar nicht bei den anderen Flammen-Tutorials gesagt habe, und das ist eigentlich glaube ich, gar kein unwichtiger und auch gar kein uninteressanter Punkt, ist die Tatsache, und das habe ich jetzt viel gelesen, ich habe mich jetzt viel mit ein paar Airbrushern unterhalten, die gesagt haben, mit Wasserbasisfarben, so wie ich ja hauptsächlich zu 100% arbeite, sind Flames noch deutlich schwieriger zu machen als mit lösemittelfesten Farben, also Airbrush-Farben. Da scheint das noch deutlich leichter zu sein, weil die Farben sich da anscheinend noch besser eignen für, oder ja, die haben halt gemeint, das ist einfach doch ein gravierender, krasser Unterschied, und da tut man sich natürlich mit den Wasserfarben dann ehrlich gesagt nochmal einen Ticken schwerer. Also wir haben es sogar noch schwerer als manch anderer, und dafür bin ich dann noch umso stolzer, wenn es dann trotzdem richtig geil aussieht. Und deswegen, wenn ihr das natürlich viel machen wollt und auch viel auf Autos airbrusht und, sag ich mal, auf Metallsachen oder auch Roller und ähnlichem, dann bietet es sich wahrscheinlich für euch an, dass ihr dann irgendwann mal auf Lösemittelfarben umswitcht, weil das Ganze ja entfettet werden muss, und da tut man sich mit den wasserbasierten Farben natürlich gar keinen Gefallen. Auch wenn sie wasserfest auftrocknen. Die trocknen halt nicht lösemittelfest auf, und dann hat man schon den Käse. Das ist dann natürlich nicht so geil. Aber hier war jetzt, ehrlich gesagt, um das mal noch mal ein bisschen genauer zu erläutern, meine Idee war jetzt das Ganze, die Flamme nicht einmal komplett rot vorzulegen. Also ich hätte es jetzt normalerweise schon so gemacht wie jetzt hier, bloß halt die weißen Stellen noch ein bisschen mehr mit Rot quasi ausgefüllt. Sondern mein Gedanke war jetzt, in den weißen Stellen mit Orange reinzuarbeiten und dann nachher nochmal mit dem kompletten Gelb quasi dann die Highlight-Stellen, und mit dem, die Highlight-Stellen, so der Aufbau der Flamme, und dann ganz am Ende noch ein bisschen mit Weiß so das zu highlighten, aber das hat nicht so funktioniert. Mein Gedanke war halt, es sind ja deckende Töne, und dann sollte das auch eigentlich ganz gut passen, aber das, gerade speziell mit Flammen, war das dann halt nicht ganz so stimmig und schlüssig. Aber jetzt weiß ich, dass es halt so nicht funktioniert. Aber so wie jetzt vielleicht noch an ein paar Stellen noch ein bisschen dunkler arbeiten, damit man nachher mehr Kontrast hat, dann so würde jetzt der Grundaufbau schon passen, und dann würde ich jetzt halt später dann mit den anderen Farben anfangen. Beziehungsweise noch ein bisschen dunkler. Man soll sie noch ein bisschen dunkler machen, damit man einfach einen besseren Kontrast hat. Zumindest mal an ein paar Stellen oder an den Rändern. Aber das ist bei Weiß dann halt wieder anders wie bei Schwarz, und da habe ich auch generell mit dem Rot ein bisschen zu hell gearbeitet, aber dadurch, dass ich das ja nachher alles nochmal übermal, hat sich das dann wieder erledigt, dann war es schön dunkelrot, und dann hat es eigentlich auch ganz gut gepasst. Aber wie gesagt, ihr zieht euch da das raus, was euch taugt, was euch weiterbringt, oder was ihr hier mitnehmen könnt, wie ihr das dann macht. Ist natürlich ganz euch überlassen. Das ist ja hier nur ein schöner Serviervorschlag. Und
Deswegen da keine Angst haben, auch selber mal gern rumprobieren. Wenn ihr mal irgendwelche Ideen habt oder so, probiert gerne Sachen aus. Macht einfach. Schaut. So wie ich jetzt auch hier einfach mal ein bisschen experimentieren und schauen, ob das eine oder andere vielleicht hier doch funktioniert oder nicht. Wer weiß. Und jetzt habe ich mir nämlich aus dem Basisgelb und aus dem Kaminrot habe ich mir jetzt natürlich einen Orangeton gemixt. Der ist natürlich auch deckend. Und damit habe ich jetzt halt mehr oder weniger versucht, den gleichen Farbverlauf zu erzeugen wie beim Einfärben. Aber das hat halt nicht funktioniert. Nicht so gut. Also, es hat nicht annähernd so den Farbverlauf gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hat auch gar nicht die Wirkung. Das werdet ihr aber dann gleich noch sehen. Deswegen habe ich mir gedacht, so Mai, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt probiere ich mal noch ein bisschen weiter rum. Und dann habe ich mir gedacht, so na, machen wir es so, wie ich es kann. Dann wird das auch noch was. Dann klappt das eher noch. Und ja, aber hey, ich zeige es euch trotzdem gerne. Ich bin mir da gar nicht zu schade drum. Und deswegen könnt ihr da schon mal mitlernen, wie man es halt nicht macht, oder? Nein, Spaß beiseite. Solange das Endergebnis stimmt, ist eigentlich relativ, ja, dann passt es ja trotzdem noch, aber ich war eigentlich ganz froh. Ich war ganz froh, dass ich gerade die zwei Töne eigentlich noch als deckende da habe. Gerade dieses Basisgelb und das Rot hatte ich noch als deckende Töne überhaupt noch da und konnte es überhaupt noch ausprobieren. Sonst wäre das wahrscheinlich eh hinfällig gewesen. Aber dann hätte ich eh schon ein Problem gehabt wegen dem roten Vorlegen. Also das sollte der Mann dann schon mit dem deckenden Ton machen. Weil transparent, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber ihr seht, es wird jetzt relativ schnell hier schon so ein Einheitsbrei. Und das war halt gar nicht das, was ich wollte. Und das hat mich dann schon gefuchst, wo ich mir gedacht habe, so, ich glaube, das funktioniert so langsam nicht. Aber ich habe halt noch schön weitergemacht. Übrigens switchen wir dann nachher wieder auf die Candy-Farben zurück. Dank meines hervorragenden Farbtutorials 2.0 kennt ihr euch da jetzt ja bestens aus und dann switchen wir jetzt eben nachher hier von dem ganzen deckenden Tönen, switchen wir jetzt eben nachher auf die opaken, jetzt komme ich schon wieder selber durcheinander. Mülleimer-Transporter. Nein, dann switchen wir nämlich nachher auf die Candy-Farben, aufs Candy-Rot, aufs Candy-Gelb. Und machen damit alles und mischen uns da auch noch ein Orange raus. Weil die sind einfach für Flames einfach nur geil. Die sind richtig, richtig gut. Und ich weiß gar nicht, wann der Moment jetzt genau kommt, wo ich das Ganze hinschmeiße und mich dann umentscheide. Kann entweder jetzt schon sein, wenn ich jetzt mit dem Weiß langsam anfange, oder ich cover es nachher nochmal ein bisschen flächiger ab. Aber ich glaube, jetzt habe ich mich, glaube ich, so langsam entschieden, standardmäßig weiter zu verfahren und eben mit dem Weiß jetzt vorzulegen und dann später das wieder einzufärben, wieder mit dem Weiß wieder einfärben und so wie wir es halt aus dem Beginner- und Experten-Tutorial kennen von mir, so wie ich es da gemacht habe. So verfahren wir exakt gleich hier auch und dann passt das nämlich ganz gut. Und dann funktioniert das auch. Bloß hier bei dem Feuer, das ist natürlich ein Referenzbild, da arbeite ich nicht so krass verquer überlappend, weil ich mich halt jetzt echt an dieser echten Flamme orientiere und da ein bisschen realistischer versuche, das Ganze zu machen. Das hat mich übrigens auch noch, also an dem habe ich so viel rum experimentiert. Einmal schön die weiße Leinwand, dann einmal schön nicht vorgrundiert, was auch schon mal richtig geil ist, ja. Und dann suche ich mir noch ein echtes, realistisches Feuer aus, wo es natürlich viel schwieriger ist. Auch noch, wenn wir die anderen uns anschauen, da ist ja mit der Freihandschablone doch ein bisschen mehr leichter und freier. Hier ist es natürlich dann nochmal einen Ticken schwieriger. Und dann noch mit den Wasserfarben eine richtig Hardcore-Kombination hier. Aber ich meine, hey, einfach kann ja jeder, oder?
Ihr wollt das Beste hier, ihr kriegt das Beste. Ja, auf jeden Fall skizziere ich mir jetzt auch mal so ein bisschen einmal so die ganzen Highlight-Weißstellen der Flamme vor. Erstmal nur, damit ich weiß, wo es ungefähr alles liegt. Und dann kann ich später darauf nämlich schöner arbeiten. Auch schon mal so ein paar Verläufe reinbringen, ein paar harte Kanten, aber hier machen wir jetzt relativ viel, sehr viel Freihand. Und deswegen auch eine gute Gun Control. Einfach darauf achten. Aber ihr könnt es ja das so machen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt die Flamme natürlich auch viel, wenn ihr auf weiß arbeitet, dann müsst ihr natürlich nicht so eine Flamme machen. Ihr könnt natürlich auch eher so eine klassischere Airbrush-Flamme machen. Das ist ja auch noch jedem überlassen, wie er das möchte. Und da seid ihr ja ganz ungezwungen, dann macht es euch auch noch mal leichter. Aber war eine Herausforderung, hat viel Spaß gemacht. Aber ich habe tatsächlich hier irgendwann, und das werdet ihr auch dann noch sehen, wenn ich dann irgendwann meine Mütze auf habe, da habe ich dann an dem Abend, wo es dann hier nicht mehr hingehauen habe, irgendwann gedacht, scheiß drauf, ich höre jetzt auf und gehe ins Bett, es war schon wieder sauspät. Ich gedacht, ich mache das morgen und am nächsten Tag hatte ich wieder ein frisches Mindset und war wieder gut drauf. Und dann war das so, dann lief das wieder so von ganz alleine und hat richtig gut gepasst. Und ich habe mir nur gedacht, so, hey, warum habe ich mir denn da so einen Kopf gemacht? Das sieht doch jetzt schon wieder geil aus. Aber davor war das dann einfach so ein, ja, wieso? Und wieso probiere ich da so viel aus? Nein, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil so kann ich, weiß ich selber, wie ich mit den Farben wo arbeiten kann. Und das ist für mich immer ganz spannend und wichtig. Zum Wohle, ich trinke mal einen Schluck. Herrlich. Genau, wir haben in der Mitte nämlich so einen schönen helle Stelle und an den Seiten ein bisschen. Da nutze ich eben wieder schön meine Freihand-Schablone, die benutze ich wirklich gerne. Das ist die Freihand-Schablone, die nutze ich auch ganz gerne fürs Feuer, weil die eigentlich schon ein paar schöne runde Sachen hat, an denen man da schöne Kanten arbeiten kann. Und dann kommt da schon so ein bisschen die erste Schicht rein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die nachher nicht nochmal mit einfärbe und dann erst nochmal anfange. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich habe so viele Schichten am Start, dass ich schon selber nicht mehr weiß. Aber das ist bei Flammen ein ganz großes Ding, ist dieses Schichtarbeiten. Ist hier mega wichtig. Und dann einfärben. So kriegt man eine hier, sagst schon. Da kriegt man so eine Tiefe, genau. Da kriegt man so eine farbliche Tiefe rein. Mit mehr Schichten wird das halt tiefer. Aber mehr Schichten bedeuten natürlich auch aufpassen, dass nicht irgendwann ein Einheitsbrei wird und dann sieht es kacke aus, sondern da wirklich mega gut drauf achten. Wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema, ein sehr forderndes Thema, aber eins, das ich auch gerne mache. Und wie gesagt, wenn ihr Anfänger seid, dann probiert das gerne mal mit den Beginner Flames aus und traut euch dann mal später vielleicht mit mehr Wissen dann ein bisschen hier an sowas ran. Hier habe ich jetzt tatsächlich noch ein paar dunkle Stellen, da habe ich das Candy Braun genommen und habe noch so ein paar einzelne dunkle Stellen eingearbeitet, damit einfach noch der Kontrast ein bisschen höher wird zum Hintergrund, wegen der Helligkeit natürlich. Da wusste ich am Anfang noch nicht, wie dunkel ich arbeiten sollte, damit das nachher einen schönen Kontrast gibt. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo ich drüber arbeite über alles. Ich glaube, der kommt jetzt erst nämlich bald. Weil da war ich noch nichts, da habe ich es noch versucht, mal so mit so ein paar Sachen zu retten. Und setze eben noch ein paar vereinzelte Candy-braune Kontraste. Und ja, ihr seht ja auch, die Flamme wirkt jetzt eher sehr orangefarben und es sieht irgendwie auch nicht so geil aus.
Die müsste eigentlich deutlich dunkler sein. Und für einen schönen dunklen Ton, auch die Candy-Töne, auch das der dunkle Candy-Rotton, der ist auch trotz alledem noch recht hell. Und deswegen war das, ja, was heißt hell, aber der wirkte da halt irgendwie auch nicht so geil. Da wird einmal kurz die Gun durchgeputzt, einmal mit Wasser, hier nochmal kurz auspusten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich davor auch noch ein Projekt gemacht habe, ein privates für jemanden. Und ja, da waren die Guns und deswegen auch so viele Sachen schon rumgestanden, weil ich noch ein bisschen was gemacht habe davor. Und ja, hier haben wir jetzt das Candy Gelb komplett drin. Das ist jetzt einmal nur das Candy Gelb. Und dann färben wir nämlich das mal ein. Dann seht ihr, dass es noch komischer aussieht. Ja. So sieht das dann halt aus, wenn man experimentiert. Hat noch nicht so viel gemein mit dem Endprodukt, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende daran, oder? Zu sehen, wie das nachher noch doch noch so aussieht. Und ja, ich glaube, jetzt kommt bald der Schnitt. Oder auch nicht. Vielleicht, ich hab lange nicht aufgegeben. Ich bin dabei sowas mega ehrgeizig. Und da seht ihr mal, wie die Farbe oben rausschießt aus dem Cleaning Pot. Deswegen ist der eigentlich ganz sinnvoll. Genau, jetzt nehme ich nochmal das Dunkelrot, das Candy-Rot und färbe noch mehr ein, weil mir das eben alles zu beige war, zu babymäßig. Und ja, zu kontrastlos. Also wenn ihr die erste Flamme macht, dann auf jeden Fall ist viel, viel dunkler, damit ihr auch wirklich was habt, mit dem ihr was arbeiten könnt. So, und jetzt cover ich hier großflächig ab. So, jetzt kam der Punkt. Jetzt sind wir dran. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt habe ich gedacht, scheiß drauf. Das funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mit den deckenden Tönen. Das sah dann scheiße aus. Und habe ich ja versucht, mit denen nachher mit dem Weiß noch so ein bisschen das Ganze zu retten. Das hat auch nicht funktioniert. Und jetzt kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, nö, nicht mit mir. Dann färben wir jetzt alles mal dunkelrot ein und dann probieren wir mal den Standardaufbau. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil uns natürlich ein bisschen der Hintergrund flöten gegangen ist mit dem Weiß. Jetzt scheint natürlich nichts mehr weiß durch. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir da dann natürlich eine sehr dicke Flamme haben. Das hätte ich wahrscheinlich sonst auch noch ein bisschen variiert. Aber ja, das war jetzt dann ganz okay so. Und ja, dann habe ich eigentlich aufhören müssen, weil meine Kleine wach geworden ist und geschrien hat wie verrückt. Und dann bin ich da schnell ins Zimmer geflitzt und habe sie wieder ins Schlafen gelegt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich mache da eben morgen weiter. Und dann ging das auch ganz gut. Jetzt habe ich hier nämlich nur schon mal die ersten Flammen wieder gezogen. Also so hätte ich jetzt nicht ausprobiert, hätte ich wahrscheinlich so gearbeitet, dass ich jetzt einmal die Flamme rot vorlege, trotzdem ein paar Stellen weiß lasse, damit ich ein bisschen noch Variation drin habe vom Hintergrund und dann eben den Aufbau jetzt. Und dann seid ihr da auch safe, könnt ihr den auch gut machen. Und genau, dann herzlich willkommen beim Feuertutorial. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Flamme auf weißem Hintergrund macht. Ja, da war ich schon ein bisschen müde. Vielleicht auch ein bisschen genervt. Vielleicht auch ein kleines bisschen. Und ja, die Gun wollte auch nicht mehr eine von, ich glaube gerade die Weiß oder ich weiß gar nicht, was die andere, irgendeine hat ständig rumgezickt. Und dann habe ich gedacht so, ach, das war so ein Abend, da hätte ich es lieber lassen sollen noch. Und dann hätte ich es lieber am nächsten Tag gemacht. Aber ja, ich gewalt dann doch gerne dran rum. Und am nächsten Tag, nachdem ich die schon sauber gemacht habe, und dann war das wieder ein ganz anderes Level.
Und deswegen, manchmal lässt man es besser liegen und am nächsten Tag mit kühlem Kopf kann man da wieder super ran. Hier habe ich tatsächlich nur kurz geschaut, wie es aussieht mit dem transparenten Gelb. Beziehungsweise ist, glaube ich, schon Orangeton. Da wollte ich mal so kurz schauen, passt das noch, geht das noch? Und da habe ich mir gedacht, so, ja, das funktioniert noch, das passt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, passt. Es funktioniert, die Kleine hat geschrien. Ich habe gedacht, komm, ich mache da morgen weiter. Und dann haben wir da am nächsten Tag nämlich schon weitergemacht. Und dann kommt jetzt eben dieser Aufbau. Und jetzt arbeiten wir wieder das Ganze einmal mit Weiß vor und färben es ein. Und ich melde mich dann gleich wieder bei euch.
So, jetzt haben wir ja schön einmal alles mit Weiß vorgelegt. Und ihr seht schon, das sieht gleich ganz anders aus wie den Tag zuvor. Viel smoother, viel weicher, mit einem frischen Kopf und neuem Elan geht das dann doch viel, viel besser. Und hier färben wir jetzt eben die ganzen Stellen, die wir jetzt schön weiß vorgelegt haben, einmal mit einem Orangeton an. Den habe ich dann gemixt aus, ich glaube, 5 Tropfen Candygelb und einem, Tropfen Candy Rot. Und dann haben wir das Ganze nämlich, gab das so einen schönen Orangeton. Und da färben wir jetzt natürlich nur die weißen Stellen ein und nicht zu viel drumherum, damit wir das Licht noch einheitlicher machen, wie es jetzt eh schon ist, durch das ganze Rumprobieren davor. Und dann arbeiten wir jetzt hier nämlich die Flammen. Und wie gesagt, dadurch, dass es ein echtes Feuer vom Referenzbild ist, arbeite ich da jetzt nicht ganz so wie bei den anderen Tutorials, dass ich jetzt quasi immer kleiner gehend reingehe, sondern hier orientiere ich mich natürlich ein bisschen mehr am Feuer, am Referenzfeuer und bleibe ein bisschen mehr jetzt in den Orangetönen drin und arbeite eigentlich da hauptsächlich noch mehrere Farbebenen ein. Und ja, funktioniert auch echt gut. Hat auch wieder einen ganz anderen Style. Gefällt mir teilweise in Stücken besser, aber verliert auch noch ein bisschen so an der Dynamik. Aber das ist alles irgendwie Geschmackssache, würde ich sagen. Ob man es nachher mit der Freihand-Schablone macht und viel mit den Kanten oder ob man es eher so macht. Vielleicht der Mix aus beidem wird wahrscheinlich noch besser. Dann sieht es vielleicht wahrscheinlich noch realistischer aus. Wobei ich sagen muss, ich finde es eigentlich sehr realistisch. Also es wirkt streckenweise sehr, sehr authentisch. Das Einzige, was ich jetzt halt hier, ja, der Hintergrund, wenn es noch ein paar Stellen so ein leichtes Durchschimmern also wenn das Weiß so ein bisschen hier und da noch durchgeschimmert hätte, würde das wahrscheinlich noch ein bisschen besser aussehen. Das probiere ich dann mal aus, wenn ich es mal auf Weiß mache. Definitiv. Und deswegen würde ich es dann eher so machen, aber hier passt es jetzt eigentlich nämlich auch ganz gut. Und jetzt arbeiten wir nämlich wieder innen. Ich hoffe, man sieht es noch einigermaßen, aber ich bin natürlich Linkshänder, ein Linker. Und dann erhebe ich natürlich immer alles mit rechts, aber da müsst ihr jetzt durch. Was hat mein Arbeitskollege zu mir gesagt, den ich da neu kennengelernt habe? Gottes Willen. Jemand mit Zahnlücke, diese Leute mit Zahnlücke, die sind irgendwie, vor denen muss man aufpassen und vor allem auch noch auf Linkshänder. Und dann, ich habe, glaube ich, das ganze Klischee für ihn erfüllt. Der war dann fast am Durchdrehen. Wobei ich auf sowas überhaupt nichts gehe. Weder auf sowas noch auf Horoskope oder so. Da könnt ihr mich mitjagen. Jetzt machen wir hier, wir haben jetzt die hintere Flamme rot. Wir haben das erste Weiß vorgelegt, jetzt einen schönen Orangeton. Und jetzt fügen wir eine dritte Schicht hinzu, und zwar ein schönes Gelb. Wobei wir legen da jetzt ein Gelb drauf. Das färben wir komplett ein, dann nochmal ein Weiß und dann färben wir das nur so ein bisschen nach. Und dann gibt das so einen richtig schönen geilen Verlauf rein. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, so ein Mix aus sowas und aus einem mehrschichtigen Hintergrund, das sieht, glaube ich, nachher richtig geil aus. Werde ich auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall habe ich hier auch wieder viel gelernt für Flames an sich. Und da werde ich auch viel selber rausziehen für die kommenden Projekte. Und das ist eigentlich schon ganz geil. Rauch müsste ich mal machen, so einen richtig geilen Rauch. Rauch ist auch cool zu machen, vor allem auch schwarz hat so einen geilen Kontrast, mir schon mit so einer verdünnten Weiß eigentlich mega leicht zu machen. Das haue ich vielleicht auch mal noch raus, das ist auch ziemlich cool. Hat man ja beim Whisky-Tutorial schon gesehen, das kann richtig klasse aussehen. Oder bei dem Lippenbild, was ich gemacht habe mit der Pistole. Das Zeitraffer-Video, da habe ich auch schon richtig schön Rauch und Smoking gemacht. Stimmt, bei der Jack Daniels Flasche sogar auch. Flasche sei ich schon. Bei der Kaiser Idel Lampe. Da habe ich das noch gemacht. Sah auch richtig cool aus bei dem Jack Daniels Logo. Es sieht aus wie gerade frisch reingestanzt.
Und der ganze Qualm geht da an der Seite weg. Das ist auch richtig, richtig cool. Aber ich glaube einfach so ein Spiel aus gezielten Strichen und ein bisschen Freihand und dem ganzen Spiel gibt es nachher immer so schöne Flames. Aber wie gesagt, ich finde es mega schwierig. Deswegen sucht euch am Anfang lieber was Leichteres. Oder probiert das Anfänger-Tutorial. Dann kann man wenigstens schon mal ganz gute Flames machen. Für einen Anfänger eigentlich so Anfängersachen nicht schlecht. Und dann mit voranschreitendem Skill und Übung kann man es dann mal auch solche Projekte in Angriff nehmen. Oder probiert es gerne aus. Generell, wenn ihr das hier mal ausprobiert, dann schickt mir gerne mal Bilder. Da wäre ich natürlich, würde ich mal gern sehen, wie ihr das so umsetzt, wie das so bei euch funktioniert auf Weiß. Wenn sich jemand da mal traut. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und dann legen wir das jetzt hier wieder schön los. Ich glaube, jetzt kommt auch schon das Candy Gelb an den Start. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr nochmal, also wie gesagt, ich arbeite ja eh lieber öfters in Schichten und dann gucke ich, dass das passt. Bevor ich da gleich zu dunkel arbeite, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Habe ich natürlich auch keinen Bock drauf, deswegen war ich hier jetzt nochmal mit dem Gelb ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe da schon gesehen, es funktioniert wieder gut, so wie ich es kenne, so wie es eigentlich generell gut funktioniert. Ja, kam mein Mausi kurz reingerannt. Der kleine Flitzebogen heizt immer durch die ganze Wohnung. Und ja, hier kommt schon ein ganz cooler Verlauf rein und durch das Orange im Hintergrund und durch das ganz dunkle Rot ergibt sich natürlich schon ein schöner Farbmix, der richtig gleich schön authentisch aussieht und echt. Das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen da einen schönen Farbverlauf, wir wollen da eine schöne Authentizität reinbringen, eine schöne Dreidimensionalität und das erreichen wir dadurch. Aber hier ist halt, ich glaube auch wieder so ein richtiger, also auch Farben, das ist glaube ich auch so ein richtiger Punkt bei Flames, schwierig zu machen. Schwierig zu machen, wenn man zu viel gibt, dann ist nichts. Wenn man zu wenig gibt, ist es nichts. Und dann ist es natürlich, ja, eine schwierige Sache. Man kann natürlich einfache Flames einfach weniger schichtig machen, so wie beim Beginner-Tutorial bei den Flammen und dann tut man sich da auch viel leichter. Hat natürlich den Nachteil, dass es nicht ganz so eine geile Tiefe hat, aber das ist dann für den Anfang trotzdem nicht schlecht. Dann hat man wenigstens was man vor allem auch üben kann. Und hier habe ich gemerkt schon so, oh, das wird geil, das gefällt mir. Das wird eine coole Sache und jetzt arbeiten wir nochmal gezielt die ganzen schönen Highlight-Stellen hier raus. Und dann melde ich mich gleich wieder.
Und auch hier beim Highlighten, die Menge macht das Gift. Da muss man einfach schauen, dass man bloß nicht zu viel gibt, weil sonst überdeckt man alle anderen Schichten und dann ist es wieder, kann man quasi wieder von vorne anfangen. Hier ist wirklich sehr genaues Arbeiten gefragt und sehr gezieltes und dadurch erzielen wir halt einen schönen Effekt. Und hier arbeite ich jetzt, wie gesagt, sehr, sehr sanft. Und ja, auf dem Bild auch, selbst das, was ich heute im Opener euch gezeigt habe, da ist noch nicht mal Firnis drauf. Das wird wahrscheinlich nochmal Ticken geiler, wenn es auch noch Firnis drauf hat, weil dann die Farben nochmal ein bisschen transparenter werden. Ein bisschen kontrastreicher. Und jetzt färbe ich eben erstmal das Ganze nochmal ein, weil ich das nochmal schön erleuchtend haben wollte oder fast ganz ein. Und arbeite dann, glaube ich, nochmal ein bisschen mit dem Highlight-Gelb. Ja, ist bei Flames immer ein bisschen schwierig, weil ich da so viel Schichten arbeite, dass ich manchmal gar nicht weiß, ob noch eine nachkommt oder nicht. Aber so ist es halt. Aber die Flames sind jetzt so ähnlich wie beim Ghost Rider, den ich auf der Autoseite gemacht habe. Da sind die Flames auch schon richtig geil. Das könnt ihr euch mal anschauen. Da seht ihr, wie das dann aussieht, wenn das Feuer auch eine schöne Tiefe hat. Da ist mir das richtig gut gelungen. Also der Ghost Rider auf meinem Auto. Das müsste in der Zeitraffer-Playlist die Nummer 46 sein. Da ist das richtig, richtig geil geworden. Also da haben gerade die Tage wieder sich 2 Bauarbeiter haben das ganze Auto bestaunt und sind drum rumgelaufen und haben mich dann auch angesprochen und gesagt, ey, das sieht ja mega Hammer aus und so. Der war auch wirklich hin und weg von dem Feuer. War wieder ein ganz cooles Ding. Und wie ihr jetzt hier seht, jetzt mache ich nur noch wirklich richtig, richtig feines Highlighten. Wirklich minimal, so dass nochmal so in dem Gelben nochmal so ein schöner, heller Punkt ist. Und an ein paar Stellen ziehe ich nochmal ein bisschen Weiß raus. Das färbe ich, glaube ich, nachher nochmal ein kleines bisschen nach. Da habe ich ein bisschen was vergessen. Das machen wir nachher auch noch gelb. Und ja, jetzt sieht das doch ganz schön gleich ganz anders aus, finde ich, oder? Wenn man sich das vom Anfang anguckt und jetzt. Da sah das davor aus, so wie würde ich so schön sagen, wie hingekackt und hingeschissen. Und jetzt ist es wirklich eine geile runde Sache. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt hat es die Qualität, die passt mir. Das ist jetzt geil. Und da war ich auch wirklich wieder on fire. Auf jeden Fall ist es ziemlich, ziemlich cool. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, an ein paar Stellen mache ich gerade tatsächlich noch mal ein bisschen mit dem Weiß, einfach weil ich das jetzt noch mal ein bisschen mit dem Gelb nur einfärben will, damit die Flamme noch mal ein bisschen mehr Dynamik kriegt, weil an ein paar Stellen war mir jetzt ein bisschen zu wenig los, ein bisschen zu viel Rot. Und das wär halt der Vorteil, hätte ich dann jetzt nicht alles so einfärben müssen, dann wäre jetzt ein bisschen der Hintergrund an ein paar Stellen durchgeschienen, dann würde das noch realistischer aussehen, noch besser. Also da fehlt nicht mehr viel, aber einen kleinen Tick, dann wäre das noch geiler geworden. Aber ich fand es jetzt schon so verdammt geil. Und hab mir gedacht, Mann, ey, geht doch. Das kannst du deinen Zuschauern auch zeigen. Und ja, ist das doch schon ganz cool. Und ja, ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ich habe ja zum Beispiel, ich meine, ich gucke natürlich auch bei YouTube immer rum und gerade im Airbrush Asylum, der hat natürlich auch schon mal auf weiß geairbrushed. Das habe ich mir natürlich mal auch reingezogen, mal zu schauen, wie der das macht, aber das hat mir auch nicht wirklich gefallen. Das sah nicht so geil aus. Vor allem die Entscheidung, den Rand mit Schwarz zu bearbeiten, also quasi mit Rauch, um da den Kontrast zu erhöhen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich kurz mal überlegt, ob ich das vielleicht auch machen sollte, aber ich fand da die Flamme, die sah dann richtig, also ich finde es komisch. Wenn, dann raucht die, glaube ich, eher nach oben weg also ich fand es generell einfach nur nicht so schön. War nicht so meins. Aber ja, so macht jeder sein eigenes Ding und jeder auf seine Art und Weise. Wie gesagt, er macht das auf seine Weise, ich mache es auf meine. So, der gute Franz, der macht es auf seine Weise. Und ihr zieht euch aus all den Sachen das raus, was ihr braucht. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen.
Sicher auch interessant, mal zu sehen, wie andere das machen. Und sicher auch ganz, ganz interessant. Aber der macht es natürlich nicht so schön ausführlich wie ich hier auch noch, vor allem nicht in Echtzeit, ja. Das mache ja gefühlt nur ich hier für euch. Also dafür lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, Minimum ein. Nicht den nach unten, nein. Jetzt mache ich hier noch so ein paar Flammendinger weg oben. Das finde ich immer ganz cool, das rundet es immer noch schön ab. Noch ein paar, hier noch ein bisschen mit dem Dunkelrot eben noch ein paar Stellen nacharbeiten, wo mir jetzt der Kontrast zum Beispiel nicht gefallen hat. Anstatt das jetzt mit Schwarz zu machen, mache ich es halt hier nochmal ein bisschen mit dem Dunkelrot. Und jetzt muss ich doch sagen, doch, das Candyrot ist doch sehr dunkel. Habe ich vorhin Scheiß erzählt. Ich glaube, das Basisrot, das Kaminrot, das war mir zu hell. Das wollte ich eigentlich. An das habe ich gedacht, als ich die Candy-Farbe geredet habe. Okay. Ja, und so könnt ihr da vorgehen. So könnt ihr das machen. Und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Bin mal gespannt, wie das nachher noch aussieht, wenn ich da Firnis drauf baller. Das werde ich dann mal bei Instagram hochladen, wenn das mal noch mit Firnis drauf ist. Also schaut es euch da gerne an, wenn ihr das noch mit Firnis mal sehen wollt. Generell checkt gerne mal den Insta-Kanal ab. Da sind vorab schon meistens die Projekte drinnen, die ich gerade so treibe und mache. Und deswegen da einfach mal gerne abchecken, gerne abonnieren. Und ja, jetzt mache ich hier noch mal ein bisschen mit Weiß an ein paar Stellen, wo ich ein bisschen drüber gemalt habe am Anfang. Also ein bisschen nachmalen. Hier noch ein bisschen, bringen wir noch ein bisschen Farbe rein in die ganzen Sachen. So ein ähnlicher Aufbau wie die Flamme, jetzt halt bloß in klein. Ein bisschen Weiß, nochmal ein bisschen Orange. Jetzt kommen wir tatsächlich nur noch so zum absoluten Feintuning, was das Ganze angeht. Und da kommen wir, ich glaube, ein paar Sachen noch. Aber da muss ich wirklich sagen, die Candy-Farben sind richtig gut für Feuer. Also wenn ihr wirklich Feuer viel machen wollt, benutzt auf jeden Fall die Candy-Farben. Das sind viel besser als die Standard-Transparenttöne bei der Schminke. Die sind hierfür einfach bombig, also wirklich die Schminkefarben, die Candies, die kann ich echt nur empfehlen. Die benutze ich auch generell, habe ich aber schon öfters, glaube ich, gesagt. Generell bei vielen Projekten auch einfach, weil die mir besser gefallen von der Farben her. Auch bei Nicht-Flames benutze ich die Sachen gerade ganz gern. Der ja zum Beispiel beim Venom im Mund benutzt, das Rot. Und also ich habe die wirklich schon viel benutzt. Und finde ich einfach einen Ticken geiler. Deswegen benutze ich die immer ganz gern. Tja, und da sind jetzt noch die letzten paar Handgriffe. Noch ein bisschen. Finde ich immer nicht schlecht, wenn man da am Ende noch mal so ein bisschen drauf schaut und das Ganze noch ein bisschen abrundet. Und genau. Dann sind wir nämlich hier gleich mit der Flamme fertig. Aber schaltet noch nicht ab. Wir sehen uns gleich noch im Closer. Und da erzähle ich euch auch noch eine Kleinigkeit. Also wir sehen und hören uns gleich noch. So, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie so ein geiles Spice ist. Ohne Mikrofon wird das nichts. So. So, ihr wisst jetzt, wie man dieses geile Feuer macht. Lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da.
ein Abo und natürlich die dumme Glocke drücken. Ihr kennt den ganzen Käse, den ganzen Kladderadatsch. Und bevor ich jetzt hier noch weiter mit meinem Mic rumzappel, wünsche ich euch noch viel Spaß. Checkt gerne noch die anderen Videos ab, die jetzt gleich noch im Abspann kommen. Da sind sehr viele hilfreiche Tutorials mit am Start in meinem Kanal. Und in diesem Sinne reingehauen und viel Spaß mit